Also wir sitzen hier im Filmstudio 2 an der HFF München und sind gerade mitten in den Dreharbeiten von unserem VFX-Film 02. Also jetzt speziell bei diesem Projekt waren wir als VFXler auch schon von ganz Anfang an dabei, haben quasi auch schon bei der Story mitwirken dürfen. Und dann ging es weiter, als das Drehbuch stand, haben wir die sogenannte Previs gemacht, also die Previsualization vom Film, haben quasi den ganzen Film schon einmal voranimiert. Das ist auch die Stärke von dem Bereich der Visual Effects, dass du einfach die Möglichkeit hast, über eine frühzeitige Vorvisualisierung die Gefühlsweltlage, also dein Kissen, wo du dich reinfallen lässt als Darsteller, abzustecken. VFX, diese Tricks, ich bin damit noch nie in Berührung gekommen und ich dachte dann, okay, dann stehe ich mal so vor dem Greenscreen und kann das mal ausprobieren, weil ich mir das wahnsinnig langweilig vorstelle. Und dann komme ich aber hier hin, da ist gar nichts, da ist alles detailgetreu nachgebaut im Set. Also ich habe da was völlig anderes vom inneren Auge gehabt. Die Info war quasi eigentlich nur Dinge, die angeschwemmt sind und dann halt eben diese Werkstatt-Vibes. So, was braucht er, um überhaupt so einen Ballon zu bauen? Was ist da realistisch? Er braucht Nähzeug, er braucht Werkzeug. Und da hat er seine Zigaretten und da steht das Bild von der Mama und da hat er eine Tasse und er braucht Licht und irgendwie so baut sich das dann langsam auf. Die Planung der einzelnen Shots ist extrem detailreich, weil man einfach schauen muss, wie viel VFXen, wie viele Arbeitsstunden fallen da im Vorhinein an. Und das Schöne daran ist, dass halt schon sehr viel im Vorhinein einfach klar ist. Ja, und dann kommt man am Set und dann wird doch alles anders gemacht. Wenn man so an Set ist und das alles so sieht und dann auch so hört, wie Leute so deine Dialoge sprechen, die du halt in deinem kleinen Zimmer geschrieben hast, ist schon irgendwie voll cool. Ich möchte nicht, dass ihr denselben Fehler macht wie ich. Ich fand das Drehbuch irgendwie von Anfang an wahnsinnig merkwürdig und das fand ich irgendwie extrem interessant. Die Dunkelheit war immer gesetzt, weil es ja um Schatten ging und um Ängste und das Spannende ja immer das ist, was man nicht sieht. Das heißt, so, wir haben versucht, möglichst wenig auf den ersten Blick erfassbar zu machen. Hast du denn jetzt darüber mal weggedacht? Ja, natürlich, Lino! Man ist jetzt hat keine Zukunft! Ja, ich glaube, über so Atmosphären habe ich mir eher viel Gedanken gemacht. Diese bedrückende Stimmung kommt, finde ich, auch beim Set mit diesem ganzen Nebel und so sehr gut rüber. Und beispielsweise kam auch einmal Afonso, also der Schauspieler von Afonso, kam auch so ans Set. Man hat ihn erst auch gar nicht gesehen. Und dann hat man sich voll erschrocken, als er dann plötzlich da mit diesem langen Bart auch vor ihm stand und so. Das ist Lino von 13, diesem Profil der Schwester. War gut für einen anderen. Und mich hat natürlich sehr interessiert, weil ich sehe nicht so aus, das Altern. Also ich fand das spannend, ich habe das noch nie gemacht. Und finde das eine spannende Aufgabe. Es war an sich schon eine große Hürde, dieses Projekt zu machen, weil wir alle noch nie oder nur zum Teil realistische oder fotorealistische VFX gemacht haben. Aber vor allem auch der Dreh war, glaube ich, einfach was wir alle noch nicht so erlebt haben, weil es auch so ein großes Set mit so vielen Menschen war. Also während des Drehs haben wir als VFX-Team, war ja auch der Lerneffekt, dass wir die VFX-Supervisor-Rolle am Set lernen sollten. Das heißt, wir waren die ganze Zeit dabei,
und haben darauf geachtet, dass quasi alle erforderlichen Daten, die fürs VFX später wichtig wären, eingefangen werden, notiert werden. Wir haben Scans gemacht vom Set oder von Objekten, die irgendwie verwendet wurden, Color Checker, Chromeball oder irgendwie 360-Grad-Fotos gemacht. Du musst sofort entscheiden, was brauche ich für diesen Shot, was für Daten benötige ich, was ist, wenn jetzt die Lichtsituation schon geändert wurde. 3, 2, 1, Action! Wir haben alles. Im Visual Effects Bereich ist natürlich oftmals die Frage, was kann man on-camera schaffen und was kann man über digitale Welten schaffen. Und meine Prämisse ist oft so bei den Studierenden, dass ich versuche, den Studenten so viel wie möglich den Reiz der On-Camera Solutions zu vermitteln, obwohl sie natürlich vorbereitet sind, alles digital zu lösen. Für die Schatten, da haben wir einen ganz interessanten Ansatz gewählt, weil die sind nicht komplett am Computer entstanden. Wir haben am ersten Drehtag so Elemente gedreht. Wir haben Tinte, die gemischt war mit Wodka zum Beispiel oder mit Glycerin, über Papier laufen lassen und haben diese Ausbreitung genutzt, um später dann digital den Schatten im Set ausbreiten zu lassen. Der Film generell ist ein Generationskonflikt. Es gibt Leute, die quasi an dem Alten festhalten wollen, das ihnen sprichwörtlich vor den Augen zerbricht. Es gibt eine jüngere Generation, die einen Aufbruch sucht und wünscht. Das Ganze wurde auf eine Insel verlegt, die ganz klein nur noch ist und täglich wird vom Meer was abgetragen und das Alte im wahrsten Sinne des Wortes verliert immer mehr an Grund. Das ist was wir gemacht haben in der VFX von außen, also diese Insel zu zeigen im Meer. Am Anfang war ich eben sehr involviert in den Prozess von der Entstehung von der Insel, wie das alles visuell aussieht, auch die Konzepterstellung. Und dann, als ich den Look fertig hatte, habe ich dann in ZBrush alles gesculptet, also sozusagen per Hand, wie wenn man einen Tonklotz formt eigentlich, so auf die Art und Weise die Insel gebaut, dann eben auch texturiert. Und natürlich auch auf die Häuser abgestimmt, weil die Inseln und die Häuser separat voneinander entstanden sind. Es hat nicht genau dieselben realistischen, physikalischen Gegebenheiten, die ein echtes Haus hat. Das braucht es auch überhaupt nicht, sondern es muss in erster Linie so ausschauen. Und dann muss über ein anderes Programm geschaut werden, dass die Texturen ordentlich ausschauen. Also dass zum Beispiel die Struktur der Wand so ausschaut, wie Wände auch normal ausschauen, dass Holzstrukturen stimmen, Metallstrukturen stimmen. Und immer shot-basiert, also szenenbasiert, einstellungsbasiert gucken, wie viel man überhaupt braucht. Weil wenn ein Haus sehr viel weiter weg steht, dann muss die Textur nicht perfekt ausschauen, wenn man mit der Kamera 2 cm nah dran steht. Meine Hauptaufgabe ist der Ballon. Von Konzept schon vor dem Dreh, wie soll das Ganze funktionieren, mit den Szenenbildern quasi zusammen, das auch quasi ein bisschen entwickeln. Und jetzt danach dann den bauen, digital, auf Basis von dem, wie er quasi in echt ausgesehen hat. Dann das Ganze eben auch texturieren. Wir haben viele Referenzfotos gemacht von dem Tuch und von den Farbigkeiten und wie das Ganze aussieht. Und dann den Ballon auch simulieren, also sprich die Ausbreitung, wenn er da aus dem Fenster sich so ausbreitet. Ich meine, viel, was man so im VFX-Bereich sieht oder so, ist animiert, aber so gewisse Sachen wie Feuer, Wasser und so wird simuliert. Das heißt, man gibt dem Computer nicht vor, da beginnt's und da endet's und es soll so und so aussehen, sondern es wird wie in echt simuliert, also wie es die Physik vorgibt. Und man muss nur die jeweiligen Parameter der Rechnung geben und dann hoffen, dass man es richtig berechnet, nur dass es halt sich in einem Rahmen bewegt, der natürlich deutlich größer ist als jetzt, sag ich mal, ein paar Rechnungen, sondern es wird wirklich auf Partikelebene berechnet und man kann so Parameter sagen wie Wellengröße, die Distanz zwischen den Wellen, die Windrichtung, die Windgeschwindigkeit. Und es gibt wirklich viele Parameter, die dann zusammenkommen, also es ist wirklich endlos. Aber nicht nur die Abteilungen arbeiten hier alle zusammen, also hochschulintern, sondern auch hochschulübergreifend. Genau, wir haben Victor Aurelian dabei, der unser Filmkomponist ist. Der hat das schöne Stück hierzu geschrieben, quasi die Filmmusik. Das ist auch sein Abschlussprojekt an der Musikhochschule München.
das große Highlight an diesem Filmprojekt war, dass wir die Musik mit dem Münchner Symphonikerorchester aufnehmen konnten. Zumindest einen Teil davon im Rahmen meiner Bachelor-Abschlussarbeit. Und das ist schon mal eine ganz neue Herausforderung, die sehr viel Arbeit und sehr viel Spaß gemacht hat. Man ist selber als Komponist sehr aufgeregt. Es ist das eine große Mal, wo man die Chance hat, mit Orchester aufnehmen zu können. Man hat plötzlich 60 Menschen vor sich stehen, die die eigene Musik spielen. Auf der Straße, in dem Wald, einfach am Laufen, am Spazieren, kommen dann oft Ideen, wo man sie nicht erwartet, wo man plötzlich etwas hört, wo man sich vielleicht den Mut von einer Szene vorstellt, die Stimmung, und dann übersetzt sich das in Musik. Und das ist dieser intuitive Prozess, der beim Komponieren immer stattfindet, wo man plötzlich etwas hört, was man nie gehört hat. Also jeder hat natürlich seinen eigenen Teil zu machen und ist natürlich verantwortlich dafür, dass sein eigener Part zur richtigen Zeit fertig ist, damit jemand anders dann daran weiterarbeiten kann. Aber Teamarbeit ist super, super wichtig. Und das ist das, was ich den Studierenden mit auf den Weg geben möchte, dass sie einfach lernen, die Filme machen ist was Größeres als das eine, das ich jetzt gerade zufällig besonders gut kann. Sondern ich brauche ein Verständnis für die Geschichte, ich brauche ein Verständnis für eine filmische Auflösung, für eine Regiearbeit, für eine Kameraarbeit, und zwar als ein kommunikatives Miteinander. Das finde ich sehr schön, wenn das stattfindet. Hoffentlich wartet irgendwas da draußen.